Schnitzen als gesellschaftliche Einmischung. Ich sitze hier schon mit der Maske und möchte gleich noch einen Beitrag damit formulieren, einen künstlerischen Beitrag. Und ich sage es auch gleich vorweg, das ist ja auch Satire, nicht alles ernst gemeint. Vorsicht, Ironie, ja. Ich sage es ganz bewusst, Vorsicht, Ironie, das ist nicht alles für bare Münze zu nehmen, das soll auch ein künstlerischer, auch ein bisschen satirischer Beitrag sein, den ich jetzt noch bringen möchte.
Und ja, die Kunst hat wirklich was zu sagen. In all den Jahrhunderten, die wir schon vor uns hatten in der Kunstgeschichte, war das immer wieder ein ausgefeiltes Zeichensystem, was zur Gesellschaft, zur aktuellen Situation gepasst hat. Natürlich war das früher auch viel mit Religion verbunden, wurde aber auch ja, immer wieder freier und hat dann natürlich auch die Gesellschaft kritisch hinterfragt. Und das ist ja auch so ein wesentliches Merkmal von zeitaktueller, zeitgenössischer Kunst wirklich. Man denke ja nur mal an ja, diese Aktionen von alles auf dem Tisch und so weiter, alles dicht machen. Also es war ja auch ein feingliedriger Humor, den man sich durchaus gerne anschauen konnte und natürlich auch kritisch beurteilen durfte. Aber das ist doch auch ein wesentliches Merkmal der Kunst. Und so möchte ich jetzt gerne mal mit der Maske hier, mit meiner Maske, das war übrigens eine Auftragsarbeit, hat sich rein zufällig ergeben. Und ja, ich habe sie noch hier und kann jetzt mal einen Beitrag formulieren. So, also meine Maske sitzt jetzt so schön am Kopf und ja, ich trage die eigentlich auch schon so wirklich mein ganzes Leben lang bin ich eigentlich ja auch durchmaskiert und um ja auch der Pandemie gerecht zu werden, muss ich auch wirklich gleich vorweg sagen und eigentlich mit der Tür ins Haus fallen. Es ist mir jetzt auch wirklich egal, was so andere denken. Ich sage das eigentlich immer sofort, ja. Also ich bin mehrfach geimpft, ja. Also ich bin wirklich durchgeimpft und ja, wie ihr alle wisst, gab es ja da auch so viele verschiedene Hersteller und bei uns waren es ja also dann so AstraZeneca, Johnson & Johnson hat jetzt schon ja, aufgehört, aber gab es trotzdem mal und dann gab es noch BioNTech und Moderna, was ja alles zur Verfügung stand. Und das heißt also, wenn ich jetzt so von jeder Firma 2 bis auf Johnson & Johnson eben nur eine konsumiert habe, habe ich schon mal 7 ja, Impfungen und wenn ich mir noch die Booster dazu abhole und ich habe es getan, ja, also ob ihr es nun glaubt oder nicht, ich bin wirklich mehrfach, also durchgeimpft, 11-fach geimpft, ja. Ich muss ja auch sagen, an den Booster von Johnson & Johnson ranzukommen, das war bis jetzt die Herausforderung meines Lebens, denn dieser hochwirksame, ja nebenwirkungslose Impfstoff, der wurde ja schon eingestellt und da nochmal an den Booster ranzukommen, es war mir schier unmöglich, aber es ist mir noch um Haaresbreite wirklich gelungen, um dann auch wirklich, ja, komplett durchgeimpft zu sein. Ich muss das immer wieder betonen, es ist vielleicht nicht immer nötig, aber ich brauche das so für meine innere Sicherheit, ja. Also fühle ich mich sicher, bin ich richtig, wie komme ich so an? Und ja, das verbindet sich auch so für mich mit meinem Impfstatus. Und deshalb muss ich auch so meine Stirn-Augen-Bedeckung immer tragen, dass ich mir auch ganz sicher sein kann, ja, so für meine persönliche Sicherheit. Also ich bin wirklich so durchgeimpft, ja, nur, dass wir alle auch so auf dem gleichen Stand sind und auch wirklich Bescheid wissen so über meine Situation. Und das ist ja auch überhaupt nicht irgendwie privat oder intim, sondern das muss und soll heutzutage eigentlich wirklich jeder wissen und wir sollten da auch so jegliche Schranken wirklich so auch abbauen. Also dafür plädiere ich wirklich und muss da mein Däumchen auch gleich erheben. Genau, da fällt mir nämlich noch ein, ich habe auch so Meerschweinchen zu Hause und ich habe aber früher mal Hasen gehabt, aber den Futternapf vom Hasen, den habe ich behalten und das ist so ein riesiges, ja, schweres Ding, so, manche sind aus Glas, ich hatte aus mehrere und so einer ist so aus Beton, wirklich auch so richtig fettes Ding. Und ja, es ist immer so ganz lustig, wenn dann so 5 Meerschweinchen über dem alten Hasenfuttertrog praktisch hängen und sich da ja, ihre Bäuche füllen. Und die haben ja auch so komische Dinger am Käfig außen hängen, wo die dann so das Wasser da wegsaugen, wegsäugen, wie so kleine Schweinchen eben so. Genau, und da würde ich jetzt so vorschlagen, daher wir ja auch so ganz viele schon fast oder wirklich auch abgelaufene Ampullen so von AstraZeneca oder so haben, dass wir das doch in den Meerschweinchen-Farmen vielleicht so anbringen, so an den Käfigen, dass die Meerschweinchen da so die Impfstoffe wegschlabbern können. Ich meine, die sind ja auch wirklich harmlos und so. Was soll denn das zu einem Meerschweinchen, so irgendwie so ein paar Zehntausende Nanopartikel, das ist doch irgendwie so harmlos oder so. Die können es doch mal so vertragen.
Und ja, wenn wir so neues Zeug haben, können wir gleich mal probieren. Und ich meine, wird sicherlich kein Meerschweinchen tot umkippen. Also die werden das alle überleben, ja. Das ist doch logisch, ich meine, das ist doch nur so Impfstoff oder so. Und genau, da können wir das dann auch immer so schön mal probieren. Irgendwie muss das Zeug ja auch vertan werden. Ich habe gehört, der Lauterbach, der soll so eine Vorrichtung zu Hause haben. Und ja, abends, wenn er dann so sich da so praktisch in sein Sofa legt oder irgendwie sich da so ein bisschen zur Ruhe legt, dann hängt er da praktisch schon eine riesige Bottle Wein wirklich rein, so ein richtiges fettes Ding in diese Vorrichtung. Und wenn er dann so richtig, ja, so aggro ist und anfängt zu brüllen, so Impfpflicht, dann tut er so ein paar Mal da hochschleckern, schlabbern, so richtigen Schlürf praktisch so in seinen Mund hineinsaugen. Hat er auch so ein Modell, natürlich so eine Stirn-Augenbedeckung, aber das ist bei ihm frei und dann macht er so, tut er das so richtig schön weg, schlabbern praktisch und dann ist er wieder so ganz im Delirium und schön zufrieden und sagt, ach, macht doch euren Dreck alleine. Vielleicht sagt das auch im rheinländischen Slang. Das kann ich jetzt leider nicht so. Aber ja, ihr wisst schon, also da hat er also wirklich diese Vorrichtung und so nach der Meerschweinchen-Testmethode praktisch, wo er immer so schön wegschlabbern kann. Aber mit der Weinbottle halt. Und ja, das hat er auch so in mehreren Räumen wirklich diese Vorrichtung, wo er immer, auch so wenn er aus der Dusche raussteigt, gleich mal so wegschlabbern kann. Und genau so nach diesem Vorbild, also auch der Meerschweinchen, und das hat er sich abgeguckt und übernommen und das ist auch zu befürworten, finde ich. Also wenn man so eine Lauterbachsche Neurose praktisch hat, dann könnte man ihm ja einfach alles so auch nachmachen, ja, dass man das dann übernimmt. Und wenn ich jetzt hier so auf Arbeit gleich mal ankomme, hänge ich das hier so neben meine Wertung und mache dann, wenn ich mal so ein bisschen schlechten Moment habe, immer so schlapper das weg und dann geht es halt wieder schön weiter und dann bin ich so richtig leicht und auch fröhlich und abends dann natürlich so auch im Delirium. Dann kann man mal so auch mein Zahnfleisch so kontrollieren, ob das alles so auch schön sauber ist oder ob ich da so Parodontose habe oder so. Und vielleicht gehe ich ja dann auch noch als Zahnfee durch. Ich denke, das wäre auch so eine optimale Lösung so für einen Großteil der Bevölkerung wirklich. Also ich denke schon so über 50% müssten dann auch so bitte auch so Parodontose haben und sich ihre Fresse auch so schön aufsperren. Natürlich nur diejenigen, die Stirn-Augen-Bedeckung tragen, die anderen bekommen eben so das andere Modell, um auch die Schnauze zu halten und die fertigt dann, also Herr Schnitz könnte die auch anfertigen so. Ja, und wenn ich auch durchgeimpft bin, muss ich auch dazu betonen, ich bin auch durchgegendert, oder durchgeändert oder gegendert, wie sagt man das jetzt genau? Also ihr wisst schon, ich meine es so gegendert, ja, also ich bin auch durchgegendert, auch so untenrum, ja. Also ihr lacht, ja, aber das ist kein Witz. Also ich muss euch da was erzählen, ja. Man kann wirklich so untenrum auch durchgegendert sein, ja. Das ist kein Witz. Also ich bin ja hier im Haus in so einer Zeichengruppe und das Zeichnen, also es zeichnet sich nun einfach mal dadurch aus, dass man dann so nach einem lebenden Menschlein, nach so einem richtigen, anfassbaren Modell praktisch zeichnet, was man rein theoretisch auch so vermessen, abmessen könnte und das tut man ja auch manchmal bei Bildhauerarbeiten und so. Aber wir gucken uns das dann so an und dieses Menschlein, dieser Mensch ist dann praktisch auch so nackt, denn es geht ja um den Akt, also dieses Aktzeichnen. Und da ist also so in der Körpermitte bei diesem speziellen Modell so an exponierter Stelle, also wie soll ich es genau beschreiben, ist so, genau an dieser gewissen Stelle eben, hat also ein prägnantes Tattoo und es ist so praktisch wie so ein Pentagramm, also sieht ja aus wie so ein Stern, aber was sich dann in so eine Herzform verwandelt. Und ich durfte also an jenem besagten Abend dann lernen, dass es da um einen stark vergrößerten Genderstern sich handelt und man sozusagen auch politisch korrekt so am eigenen Körper wirklich durchgegendert sein kann. Denn es soll ja auch so vorkommen hier in dieser Metropole wirklich, dass auch Menschen so ein Sexleben haben und so und dann auch so politisch korrekt
also ihr wisst schon, so haben möchten. Und ja, dafür kann man also auch untenrum gegendert sein. Und ich muss das auch wirklich ja, der Korrektheit halber sagen und letztendlich auch, um mich von allem verquerem Gedankengut und Ideologie zu distanzieren, möchte ich für mich persönlich also auch komplett durchgegendert sein. Ja. Und ich distanziere mich von jeglichem schrecklichem Gedankengut, was also hier in unseren Tagen so um mich herum geistert, auch in dieser verquirrten Stadt. Es ist ja nur zum Glück ein klitzekleiner ja, Prozentsatz der Menschen, wenn das Menschen sind, ja, die so um mich leben und zum Beispiel keine Stirn-Augenbedeckung tragen möchten. Ja, ich meine, die Pflicht ist doch in gewisser Weise, es gehört doch zur Pflicht des Staatsbürgers, dass er die Pflicht auch ausübt, wenn sie nicht gesetzlich zu verpflichtend sein soll. Ja. Also ich finde, das muss doch schon auch zur Pflicht im eigenen Schädel werden. Ja. Da trägt man das doch auch, dieses Maskenobjekt wirklich. Und ja, vorsichtshalber distanziere ich mich also von allem und von jedem und von allen Gedanken, Gütern und letztendlich distanziere ich mich auch von mir selbst. Wie gesagt, sicherheitshalber. Ja. Sicher, ist hier so ein Slogan, steht sogar hier an so einem Baumarkt, den ich ja auch manchmal besuche und da gehe ich dann auch so rein und die Menschen gucken mich gar nicht mehr an, ja. Gucken mir gar nicht mehr ins Gesicht, das ist so normal, ja. Es ist ja der pandemische Imperativ, immer schön Abstand halten, immer schön die Maske tragen und vor allem Abstände halten und auch die Schnauze halten, ja. Das gehört natürlich in gewisser Weise auch dazu. Und da steht aber so dran, ja, sicher ist sicher und deshalb distanziere ich mich auch von mir selbst, um da so ganz sicher zu sein. Ja. Und daher ich durchgegendert bin, bin ich ja auch durchmaskiert. Ja. Das ist ja logisch. Also wie gesagt, der pandemische Imperativ, ja, dass wir jetzt alle das tun, was die Politik uns auch so durchgehend wirklich sagt. Ich finde das einen richtigen Weg, ja, dass wir das alle tun. Nach meinem Dafürhalten sollten ja schon die Kleinsten damit beginnen, also wirklich konsequent wirklich eine Augen-Stirn-Bedeckung zu tragen. Ich meine, so Mimik und Gestik, wer braucht diesen Quatsch ja wirklich? Also wir können doch viel besser lernen, indem wir einfach ja so das akzeptieren, was uns wirklich gesagt wird und ja so auf Befehle reagieren und gehorchen lernen. Also ich fände gut, wenn wirklich bei den Kleinsten wir das so konsequent auch durchziehen und beginnen, ja, dass die gar nicht mehr so auf so Mimik und Gestik irgendwie reagieren müssen, also so, ja, so Ausdrücke von anderen Menschen lernen, das, so Empathie und sowas. Also ich fände eigentlich, das ist irgendwie auch so überflüssig ja in so einer neuen, ja wirklich guten Gesellschaft, wo wir so auch lernen zu gehorchen und ja also im Lockstep auch voranzugehen, wirklich so in das nächste Level, in die gesellschaftliche Weiterentwicklung. Und von daher würde ich so auch sagen, wirklich Maskenzwang, also Stirn-Augenbedeckung wirklich auch konsequent weiterführen und bei den Kleinsten auch beginnen. Ja, es ist extrem wichtig, dass wir das da auch weiter anwenden, so im Sinne der Kommunikationspsychologie, dass wir da also auch wirklich ja so wissenschaftlich auf dem richtigen Stand sind und da auch sicher sind, ja, dass wir da kommunikationspsychologisch sozusagen auch keine Fehler machen und unseren Kleinsten da auch ja nur das Beste mitgeben und so schön gehorsam zu sein und auch im Leben dann gut zurechtzukommen. Und von daher ist mir das auch so lieb geworden, dieses Modell hier, dieses Maskenmodell. Und ich fände es echt gut, wenn jetzt auch so der Karl wirklich auch vorbeikommt und mir das Ding auch wirklich so am Schädel ja so fest tackert. Ja. Ich meine, Karl ist ja auch so Professor, Doktor und also ich vertraue ihm auch so wirklich. Das ist so aus meiner Sicht so einer der besten auch Politiker, die wir je hatten. Ja. Und er hat so gar keine Extreme irgendwie, ist immer so ausgewogen wie auf einer schönen geraden Linie. Ja. Und neigt so gar nicht ja, zu Herrschaftsfantasien oder irgendwie Extremen. Und dadurch vertraue ich ihm auch so als Mensch und so als Mediziner natürlich auch ja als Herr Doktor. Und dass er mir das Ding auch wirklich fachgerecht so am Schädel fixieren kann. Und wie ihr ja wisst, also ich bin ja so auch durchgeimpft und da gibt es ja diese ganzen Spritzen. Aber
ich brauche das ja so für mein Impfzertifikat und deshalb müssten da wenigstens so 3 BioNTech-Spritzen, das sollen ja so, das sind einfach die besten, würde ich sagen auch. Ich habe das ja nur wirklich mehrfach konsumiert, also so 3 BioNTech-Spritzen und es könnte auch gerne noch eine 4. dazukommen, die ja hier oben so am Rand noch, aber natürlich fachgerecht so in meinen Schädel so reinhämmert, denn das Ding hier, was ich trage, das soll dann mit den Spritzen wirklich so ein plastisches Impfzertifikat sein. Ja? Ich meine, so für ein Zertifikat muss man ja auch wirklich was tun. Ja? Da muss man auch richtig mal ins Schwitzen kommen, dass man das dann auch so bekommen darf. Also ich finde, wenn so einfach Zertifikate so vergeben werden, muss dafür auch wirklich was tun, ja. Und das ist ja jetzt so der Fall, dass wir alle wirklich auch was dafür tun und das dann auch so bekommen und dann unsere Zertifikate überall so zeigen können und uns auch so ganz stolz ja, vorkommen, fühlen dürfen. Und ich meine, wenn es da so Leute gibt, die das nicht machen, also, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Wie kann ja das sein? Wir leisten uns da was ab und schwitzen und rackern und die machen das einfach nicht und ja, wollen kein Zertifikat bekommen. Es ist unfassbar, ja. Aber ich hätte gern, dass er mir das wirklich massiv, ordentlich, gut, also wirklich auch sicher am Schädel fest tackert, das Ding mit diesen Nadeln und dass das dann auch mein plastisches Impfzertifikat ist. Denn ja, ich bin ja auch so hier im künstlerischen Bereich tätig und ja, die Freiheit der Kunst muss gewährleistet sein. Also die Freiheit der Kunst, ich finde, die ist insbesondere da in Gefahr, wo so Menschen auch nicht meiner Meinung sind. Ja. Also wenn es da Leute gibt, die nicht meiner Meinung sind, ich finde, da ist insbesondere so die Freiheit der Kunst auch in Gefahr. Ja. Wirklich, wenn Leute nicht meiner Meinung sind und eben keine Stirn-Augenbedeckung tragen wollen. Ja. Da ist die Freiheit in Gefahr und deshalb muss ich diese Menschen auch ganz eindeutig so als Feinde der Freiheit bezeichnen. Ich finde auch, ja, man sollte sich eigentlich so, ja, so eine doppelte Maske tragen und insbesondere auch für die Feinde der Freiheit ist es zu empfehlen, ja, denn doppelt hält besser und ich habe da schon so wirklich gute Erfahrungen gemacht, dass auch so, ja, Doppelmoral, es hält einfach besser, ne? Das ist einfach die richtige Anwendung auch für die Maske, ja. Also das müssen wir doch jetzt alle langsam mal lernen. Das ist ja auch so ein künstlerischer Ausdruck, ja, wie ich es jetzt verstehe und hier so praktiziere. Und da muss ich auch immer an ja, Pussy Riot denken. Also jene Band so aus Moskau, die da in einer Kathedrale also so aufgetreten ist und da so ein künstlerisches Performancegebiet so für Putin gemacht hat und auch so schön ja maskiert war. Und das fand ich doch eigentlich auch so super und ja, ich möchte auch so an dem anknüpfen einfach, ja. Und ich fände es jetzt so auch echt gut, wenn ja die Kirchen auch so weiter ja im positiven Sinne vorangehen. Ich meine so in der Solidarität von 2G. Also wir hatten ja auch hier wirklich viele Kirchen, die sich dazu so haben ja dem hingegeben und der Solidarität auch wirklich Ausdruck verliehen und um so Andersdenkende wirklich auch so auszugrenzen. Also ich fand es echt den optimalen Weg, auch wie die Kirchen so als kleiner Körper so praktisch im großen, ja so Volkskörper wirklich auch so agieren und Andersdenkende so ausschwemmen und dass die auch schön wirklich die Fresse zu halten haben. Die brauchen auch gar nicht so am Gottesdienst teilnehmen, denn ich meine, ja, Jesus, der hat doch auch so selbstverständlich die Bergpredigt so unter 2G-Bedingungen gehalten. Also ich meine, wie soll denn das sonst gegangen sein? Ja, und er hat doch auf jeden Fall so die Agenda der Römer so ganz umgesetzt, ja. Deshalb ist er ja dann auch mit denen so ans Kreuz gegangen und so. Also wir sollten doch auch viel von diesen Leuten insbesondere lernen und ja, gerade jetzt auch in diesen Zeiten, ich meine, wo wir wieder so an Pussy Riot erinnert werden, fände ich es doch auch gut, wenn wir jetzt so in den Gottesdiensten mehr so Regenbogenfahnen schwenken, also so LGBT-Flaggen wirklich schwenken, also aus der lesbisch-schwulen, bisexuellen, Transgender-Bewegung und diese Fahnen wirklich auch so schwenken, so als Ausdruck wirklich der Solidarität und eben auch so für den Weltfrieden einzustehen. Und ich meine, so Pussy Riot, also ich muss es nochmal so übersetzen, auch für unsere ostdeutschen Zuschauer, innen, ich bin ja auch durchgegendert, aber bei den Ostdeutschen darf ich nur Zuschauer sagen, weil die mich sonst zusammenschlagen vielleicht möglicherweise.
so ein bisschen eine andere Mentalität da. Aber genau, ich muss noch mal kurz so ein bisschen übersetzen. Also es meint so, ja, dieses, ja, durchaus diese, dieses Geschlechtsteil praktisch, aber mehr so das Weibliche wirklich. Und, aber das ist irgendwie so verselbstständigt und das ist so in Aufruhr, ja, also dieses spezielle Geschlechtsteil so in Aufruhr, genau. Und ja, ich fände es echt gut, wenn also die Kirche das so auch für sich annimmt und jetzt auch so umsetzt und eben diese LGBT-Flaggen wirklich schwenkt und so für den Weltfrieden einsteht, gerade jetzt, ja, wo alle Russen so böse sind und den Volkskörper hier praktisch da irgendwie nicht zugehören. Und fände es gut, wenn wir da auch so vielleicht so ein bisschen antirussische Volksgemeinschaft werden. Und ich meine, so mit LGBT-Flaggen können wir dafür vielleicht auch einstehen. Jetzt, wo wir also lernen durften, dass alle Russen so mehr oder weniger böse sind und vielleicht auch gar zum falschen Volkskörper gehören, fände ich doch, ja, wir sollten das in den Kirchen insbesondere uns so mehr von, ja, diesem weiblichen Geschlechtsteil Aufruhr, also von Pussy Riot, so inspirieren lassen und so auftreten und unsere Masken auch ganz speziell wirklich so tragen, um uns ja auch von Putin zu distanzieren. Und also ich persönlich würde mich jetzt hier auch gerne so über die NATO auch von Russland distanzieren. Ja, ich fände das so den optimalen Weg und vielleicht könnten wir das ja auch in den Kirchen wirklich so beginnen. Ja, das ist also so mein innigster Wunsch und Vorschlag. Ja, nach dieser Solidarität von 2G, dass jetzt auch in den Gottesdiensten wir eigentlich mehr so LGBT-Gottesdienste feiern sollten und ja Regenbogenfahnen schwenken sollten, um für den Weltfrieden einzustehen und dass dann auch durchgängig nur noch eine Musikrichtung läuft, um der Vielfalt Ausdruck zu verleihen, nämlich Love Metal. Auch den ganzen Gottesdienst lang sollte das laufen. Und ja, ich plädiere dann auch dafür, ja, nachdem Impfpflicht und so 2G jetzt auch kalter Kaffee ist, dass wir doch auch sagen, hey, man, so Wehrpflicht, aber nur für Hochrisikopatienten, habe ich gesagt, Patienten, Patrioten. Und ich meine, wir hatten ja auch so, ja, so hochgradig friedensstiftende PolitikerInnen, also allen voran, ja, Obama, den muss ich wirklich unbedingt auch gendern, dass das sonst wäre das überhaupt nicht gerecht, ja, und wird es seinem umfassenden Schaffen und Werk in dieser Welt also nicht gerecht werden. Ich meine, er wurde ja auch zu Recht wirklich zum Kirchentag eingeladen, so als Friedensnobelpreisträger hier in Berlin, also der evangelische Kirchentag, wo sogar auch ja Pfarrerstochterin Frau Merkel, also so früher von der FDJ, jetzt so als Kirchenfrau so wirklich auch aufgetreten ist. Und dann war da so Obama so als Friedenstreiber, meine ich natürlich, wirklich als Mann für den Frieden, ist er da aufgestanden, hat so über ja, den Syrienkrieg gesprochen, was da alles so Schlimmes geschehen ist und hat er auch so gar nicht über irgendwelche Verfehlungen gesprochen. Ich meine, wie kann er denn auch? Er macht ja auch so alles richtig und war ja so der ideale, beste Prototyp eines Menschen und Präsidenten überhaupt. Und ja, von daher würde ich doch auch dafür plädieren, dass wir vielleicht nächstes Mal so beim evangelischen Kirchentag wirklich auch so sagen, Mensch, wir laden doch mal so Putin ein oder so, ja. Da könnt ihr jetzt vielleicht mal so über die ja, Kriegshandlungen so im Tschetschenienkrieg sprechen, was er da so erlebt hat und wie sie da so ja, vorgegangen sind und was da alles so Schlimmes geschehen ist. Ich meine, da hat er auch so gar nichts falsch gemacht und so. Und ist ja auch so ein lieber Kerl, er spricht da sogar Deutsch, da können wir uns schön verständigen, laden wir auch nochmal die Merkel ein, die können sich schön miteinander unterhalten und vielleicht auch noch den Herrn Schröder. Ja, sind doch alles irgendwie so dicke ja, Busenkumpel regelrecht und so schöne Freunde, freundschaftliche Gemeinschaft. Und die Merkel hat ja sogar damals da im sozialistischen ja, tief dunkelrot im Ausland praktisch so studiert und also hat er vielleicht auch noch so Seilschaften so mit alten KGB ja, Verwurzelungen und Putin war ja hier stationiert und da fände ich es doch auch gut, wenn Putin mal wiederkommt und so zum Kirchentag nochmal spricht. Ich meine, wir müssen ja da auch so in einer Linie bleiben, so Obama, der ja in dieser Welt auch wirklich so schöne Dinge getan hat, so Libyen, Syrien und was hat er noch gemacht? Jemen, Somalia, Irak, Pakistan. Also mit welcher Weitsicht der gute Mann auch wirklich vorausschaut, dass er 2016 zum Beispiel auch ganze 7 Länder auch wirklich so bombardiert hat mit über 26.000 Bomben. Das sind also 3 ja, Bomben
pro Stunde sogar, also 24 Stunden lang durchgetakteter Bombenterror. Mensch, muss man sich doch mal überlegen, wie gut das ist, ja. Also es waren ja natürlich nur Wasserbomben, ja, so gegen Klimawandel, da ist ja auch so heiß, ne, und das verdunstet ja so schnell, wir müssen immer wieder nachstopfen, nachschießen, wirklich, dass da alles so flächendeckend wirklich mit Bomben überzogen ist, ja. Also, ich meine, mit so einer wirklich gesegneten Weitsicht so über die Welt zu schauen, gleich auch so 7 Länder in, ja, 2016, Mensch, alles schön bombardiert, so. Von daher meine ich, wir sollten auch in dieser Linie wirklich so bleiben und wirklich auch den Herrn Putin da so einladen, dass der da von seinen Handlungen so erzählen darf. Und ja, dann können wir auch so dann später noch so die Bibel aufschlagen, das zitiert ja auch Putin gerne mal. Und vielleicht nochmal so die Bergpredigt lesen oder so, wie Jesus also so unter 2G-Bedingungen, also die Menschen da beglückt hat, ja, und die Agenda der Römer umgesetzt hat. Also ich fände es eine gute Idee, genau, und dafür möchte ich auch gerne plädieren. Aber weil wir jetzt so bei diesen ganzen Politikern gerade sind, also ich muss ja sagen, so Karl ist ja grundlegend mal der beste Politiker und ich trage hier schon die ganze Zeit so unauffälliges Grün, ja. Und dieses Grün ist natürlich eine ja ganz prägnante Farbe und ich möchte mich da einfach so solidarisieren, so mit dem ja früher wirklich sehr begabten Schauspieler, so Zelensky heißt der und hat auch so eine Rolle gespielt, schon den Präsidenten und ist jetzt so praktisch der Darsteller, ja wirklich Präsident auch geworden und spielt nicht nur, sondern ist auch wirklich so der Präsident, der immer so in diesem Grün auftritt, also so möchte gerne so Krieg führen und so in die NATO rein und so. Und wie gesagt, ich möchte mich auch über die NATO von Russland distanzieren und kann das also alles nur ja begrüßen und ich finde auch echt gut, wenn wir so in Zukunft so unter grün deutscher Leitung so für Annalena auch speziell verkörpert. Ich meine, ist ja auch so ein Grün, ja passt ja echt gut dazu, so Zelensky auch, dass wir vielleicht so in Zukunft da auch wirklich massiv so ja nach deutschen Qualitätsstandards gefertigte so Kettenfahrzeuge so an die Ostfront, an die ukrainisch-russische Grenze wirklich schicken, auch dass wir uns da ja diese Dinger so flächendeckend platzieren, um uns auch so ja rein körperlich oder wie soll ich sagen, rein lokal zu positionieren mit in der Form von Kettenfahrzeugen. Und ich finde ja auch, also Kettenfahrzeuge ist die ideale Wahl, weil die werden ja auch so CO2-neutral produziert, die kann man ja CO2-neutral einsetzen dann und das ist eigentlich so echt so klimagerecht auch so und darum geht es auch so, dass wir so klimagerecht die Dinge so anwenden wirklich auch und die bestücken wir dann so mit Biowaffen und Chemiewaffen und machen so ein bisschen Cyberwar, dann könnte es doch überall so gut laufen wie vielleicht konkret da drüben im Osten oder so, das machen wir dann einfach so überall oder so, ja, ist doch voll die gute positive Entwicklung, also ich fände, da sind wir auf einem guten Weg, ja. Und ja, ich bin auch so echt so begeistert so von PolitikerInnen, so wie Annalena und so, auch so diese Farbe grün, ja, also diese politische grüne Färbung, ja, ich meine, wenn man so mal überlegt, wo kommt denn so grün her oder so, wenn wir so nämlich die Farben, also gelb, also die politischen Farben gelb und blau miteinander mischen, haben wir so dieses politische Blau, das ist so ein bisschen sowas Nationales und sowas, ja, sowas Verschwurbeltes und Krasses irgendwie und sowas Radikales, also so einen schönen Volkskörper, so in Blau, ja, haben wir ja auch gerade so im Parlament mit und dann auf der anderen Seite noch so dieses Neoliberale, dieses Gelbe, ja, dieses Schleimige und was verkaufen und ich will ganz reich sein und so und ja, das kapitalistische System wird sich durchsetzen und das mixen wir jetzt einfach alles schön so zusammen und dann haben wir so grün, ja, und also ich meine, das ist doch die ideale Lösung, ja, die Vermischung aus beidem und wenn wir jetzt noch die Roten dazu nehmen, und das wiederum mit dem Grün vermischen, ja, ich finde, dann könnten wir die Kettenfahrzeuge, die müssen wir da gar nicht grün machen, um ja sie so klimaneutral erscheinen zu lassen, sondern wenn wir so grün und rot vermischen, also auch das politische Rot mit dem grünen, dann können wir sie einfach wieder braun anstreichen, so wie es so früher so auch diese politische Farbe war. Und ich finde, ja, da sind wir doch auch so auf dem richtigen Weg in die antirussische Volksgemeinschaft, wirklich
dass wir das jetzt auch wieder so forcieren und eben auch ja, die ganzen guten Farben, wo das alles so herkommt, miteinander schön vermixen. Und ja, also ich für mich habe jetzt eigentlich so während der Pandemie entdeckt für mich, ich trage ja wie gesagt schon immer eigentlich so Maske, denn ja, ich finde auch insbesondere die Menschen, die während der Pandemie ihr Gesicht verloren haben, die sollten sich jetzt gerade maskieren, ja. Also jetzt absolut nochmal der Befehl, wirklich Maske zu tragen, ja. Also das vergesst bitte nicht, das muss ich mal unbedingt noch so einstreuen, ja. Wir sind ja da echt auf einem guten Weg und so die Politik, ich finde echt, die macht irgendwie so alles richtig und wir haben auch so eine super Top-Auswahl von PolitikerInnen, ja, in den letzten Jahren da wirklich geschafft und so, also wirklich so eine Positivauswahl wie noch nie zuvor, ja, ich meine Lindner, Annalena, Jens war ja auch mal da und dann auch noch Olaf und so. Und Karl sowieso, also es ist wirklich so eine Positivauswahl und ja, dass die auch so gar nicht freaky sind und auch so immer die Wahrheit reden. Ich finde das wirklich ideal und wir sind da auf einem wirklich guten Weg und auch total ja, beglückt und auch regelrecht so gesegnet mit diesen Menschen und ja, fände es auch vielleicht gut, wenn man so in den Kirchen so auch so große Porträts irgendwie da so vorne über die Altäre von diesen ja, Personen kleben, dass wir immer so wissen, wer unsere Führer sind und dass wir dann auch so wirklich das so einhämmern. Ich meine so, ich fände es eigentlich gut, wenn nur noch die Regierung zu mir spricht, ja. Also so Opposition und so ein Quatsch, ja, das sind doch alles nur durchgeknallte Spinner, ja. Also die wollen zum Teil keine Maske tragen. Ich meine, geht's noch, ja? Ich meine, ich will von daher nur noch die Regierungsmeinung hören und so Opposition, da können wir doch gleich irgendwie so ein bisschen an den Rand schieben und irgendwie so die Schmuddelecke generell mal weg. Wir regieren einfach durch, so das chinesische Modell, Mensch, die machen das da viel besser, die überholen uns um Längen, ja, die regieren einfach durch, so Opposition, ja, komm, weg damit, irgendwie wegräumen, die kranken Spinner oder so. Die machen doch alles kaputt und falsch. Also, ich denke, wir können da noch viel lernen, ja, auch so von anderen Ländern, vom chinesischen Weg zum Beispiel, haben jetzt, glaube ich, gerade wieder in Shanghai oder so 25 Millionen, einfach Knips, alles ausgemacht, ja, und Lockdown, ja, wegen so ein paar Fälle und, also demonstrieren oder so, come on, alle die Schnauze halten, schön Abstand halten, Schnauze halten und und jetzt testen wir einfach alle durch, ja, und dann finden wir überall so ein bisschen Corona und dann machen wir wieder Pandemie, ja, Pandemie-Mimi. Ich finde das echt super, ja. Also, das könnten wir uns doch echt da auch abgucken und so der chinesische Weg, ich finde, das ist auch so die richtige Entwicklung und ja, ich finde auch so, Karl ist da auch auf einem guten Weg, so mit in diese Richtung vorzudenken, ja, vielleicht auch schon wieder für Herbst, ja, und anzukündigen, dass es jetzt auch ganz krass werden wird und schlimm werden wird. Und ich denke, da sollten wir auch so dranbleiben. Und ich wollte jetzt eigentlich so Schluss machen, aber ich bin so jetzt richtig in Rage und ich möchte einfach, ja, dass alle diejenigen, die nicht meiner Meinung sind, ja, dass die einfach so ausgeschwemmt werden oder so. Und ich finde, Maske tragen ist echt wichtig so. Und ja, weil man auch jetzt die Schnauze halten soll und praktisch nichts mehr sagen soll, was irgendwie so der Regierung oder so widerspricht, fände ich dann auch gut, dass das so beim nächsten Modell, also falls das, wenn der Karl das mir so wirklich fixiert, wenn das nicht halten sollte, dass ich mir dann doch nochmal so ein Modell anfertigen lasse von vielleicht Herrn Schnitz oder so. Übrigens würde ich vorschlagen, dieses Mister ist irgendwie zu explizit, ja, das müssten wir nochmal irgendwie gendern, ja. Vielleicht so ein Gender-Sternchen vor das Mister setzen und auch dahinter, dass das nochmal so ein bisschen ihm ja so diese männliche Klarheit irgendwie genommen wird, ja, dass das noch ein bisschen flexibler wird oder so. Und dann würde ich mir da nochmal so ein Modell anfertigen lassen, was dann auch wirklich über meine Schnauze so drüber geht, ja. Und das aber auch als künstlerischer Ausdruck der Freiheit und die Kunstfreiheit ist in Gefahr, ja, wenn dann Leute so kommen und sagen, sie möchten ihre Schnauze aufmachen und ihre Schnauze wirklich gebrauchen wollen, ja. Also da brauche ich dann auch nochmal so ein Modell und irgendwann werde ich dann auch mal so richtig aggressiv werden und dann werde ich auch selber zum Corona-Nazi und